Heute ist, was ist heute für ein Tag? Sonntag. Sonntag, der 29. Mai 2022. 7. Woche hier auf dem PCT, 45. Tag. Das weiß ich so genau, weil ich gerade in meinem Handy geguckt habe, welches Datum ist, welcher Tag ist, also welcher PCT-Tag und welche Woche. Was ich aber ganz genau weiß, ist, bei welcher Meile ich mich gerade befinde. Und zwar ist das hier Meile, so ungefähr bei Meile 695. Und das ist hier echt jetzt gleich so ein kleiner Meilenstein auf dem PCT. Denn hinter mir liegt die Wüste, liegen 700 Kilometer Wüste mit etlichen tausenden Höhenmetern. Und vor mir liegt die Sierra Nevada, auch wieder mit vielen, vielen Höhenmetern. Und nicht ganz so weit entfernt von hier, also 7 Meilen von hier gerade, ist Kennedy Meadows. Ja, einer der großen Meilensteine hier auf dem PCT. Läuft heute ganz entspannt, also richtig flüssig. Ist jetzt 12:02 Uhr und ich habe, Moment, mal schauen, habe schon 23 Kilometer auf der Uhr. Wären nach ungefähr, also 7 Meilen sind so knapp 10 Kilometer vielleicht. Also wären so vielleicht 34 heute. Will aber so bis 15 Uhr in Kennedy Meadows sein. Ja, und dann gibt es 2 Zeros, also 2 komplette Ruhetage, ausschließlich heute. Also heute ist Sonntag, morgen wird, geruht, Montag und Dienstag auch nochmal und Mittwoch geht es dann wieder auf den Trail. Yes. 700 Meilen Wüste geschafft. Das ist echt eine coole Sache. Ja, ich wollte gestern eigentlich noch weiterlaufen, gestern Abend, kam dann aber an so einem Campground an, beziehungsweise vor dem Campground war so ein laminiertes A4-Blatt an so einen Holzpfahl angeschlagen mit dem Hinweis, also gestern war Samstag, mit dem Hinweis, am Campground ist am Wochenende, weil Memorial Day ist am Montag, also morgen. Da wird hier der Veteran gedacht in den USA. Vielleicht auch mal eine gute Idee für Deutschland. Ja, also weil Memorial Day ist und auch weil das eine Tradition ist. Ich glaube, das hat er zum 8. Mal gemacht, also das 8. Jahr in Folge macht er das am Memorial Day. So ein richtig, richtig netter Typ, den ich da kennengelernt habe. No-Hawk heißt der, also ist sein Trailname. Schon etwas älter, also dieses Schild jedenfalls, was da angeschlagen war, hat darauf hingewiesen, dass an diesem Wochenende Trail Magic ist und wer Lust hat, kann da hinkommen. Mit Chili Dogs, also Chili Hot Dogs, Salat, morgen gibt es Steaks, aber da bin ich nicht mehr da, also bin ich jetzt schon nicht mehr da. Also bin ich da gestern Abend hin, da war der gerade am Aufbauen, war der zweite, der da ankam, also ein Typ war vor mir schon da. Ja, dann haben wir dem da aufbauen geholfen, richtig netter Typ, also richtig netter Kerl, der No-Hawk. No-Hawk heißt er deswegen, also schon ein älteres Semester. No-Hawk ist sein Trailname und der heißt No-Hawk, weil er schon relativ früh, also No-Hawk in Anlehnung an die Mohawk-Indianer, die alle mit so einem Irokesenschnitt unterwegs sind, oder alle, weiß ich nicht, sind oder waren, wahrscheinlich waren sie das mal. Und er hat halt No-Hawk, hat ein Basecap aufgehabt und meinte so, ja, sein Name ist No-Hawk, nimmt das Basecap ab und unter dem Basecap offenbart sich eine richtig schöne alte Herrenglatze,
die hat er wohl schon ja, mit Mitte 20 bekommen. Und tatsächlich ist er auch in dem Alter den PCT gelaufen, 1977. Ganz andere Hausnummer als jetzt. Ja, und dadurch, ja, dass er damals schon diesen ja, Glatzenansatz hatte, hat er damals den Namen No-Hawk verpasst bekommen. Ja, wer fröhlich sich die Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. Das ist doch toll. Ja, netter Kerl war das jedenfalls. Da gab es dann Wasser, Gatorade, Bier. Richtig, also aus riesigen Kühltruhen. Der kam dann mit einem großen Truck an. Ja. Dann kamen nach und nach immer mehr Hiker. Irgendwann gab es dann die Hotdogs. Habe 3 Hotdogs verputzt und 3 Biere. Und bin danach ins Bett, also nicht ins Bett, sondern ins Schlafsack, Cowboy gecampt. Dort an diesem Campground war richtig schön. Hier ist irgendwie jede Nacht sternklarer Himmel, also auch so. Es ist ja hier auch gerade sternklarer Himmel, also schlechtes Wetter gibt es relativ selten. Ja, und weil ich gestern das, was ich eigentlich schaffen wollte, nicht mehr gemacht habe, durch diese Trail Magic dort und den richtig auch coolen Abend, angenehmen Abend da mit den anderen Leuten, habe ich mir einen Wecker gestellt auf 5 Uhr morgens. War nicht so meine Zeit. Bin dann auch um 5:20 Uhr aufgestanden. Da waren die ersten allerdings schon weg. So gegen 5 geht die Sonne auf, also so ab 5 wird so langsam hell. Und dann hatte der No-Hawk da für uns noch, also für die, die noch da waren, so eine Handvoll Kaffee gemacht. Aus so einer uralten Kaffeemaschine, also so ist eine Filterkaffeemaschine, funktionierte so ähnlich wie die Bialettis, nur halt in größer. Er meinte, der wohnt in Bakersfield oder irgendwo in der Nähe von Bakersfield und seine Familie hätte 1950 irgendwie da eine Farm gekauft und diese Kaffeemaschine, die ist von seiner Großmutter, also bis von 1949 oder so, und funktioniert immer noch. Also mit richtig leckerem Kaffee heute Morgen, 2 Tassen in den Tag gestartet, einmal Pop-Tarts, das Zeug ist richtig krass. 2 kleine Scheibchen von diesen Pop-Tarts haben mal eben 400 Kalorien. Bin hier auch hergeflogen, quasi gefühlt. 2 Kekse und ein bisschen Oatmeal gegessen. Gerade eben habe ich an einer Wasserstelle, die aber keine war, mir noch Mittag gemacht. Also so Knorr, Brokkoli, Suppe mit Nudeln, mit so kleinen Nudelfäden drin, um so ein bisschen Energie zu haben. Und jetzt rausche ich die letzten 7 Meilen oder weniger als 7 Meilen nach Kennedy Meadows durch. Habe noch genug Wasser hier in meinem Wasserschlauch und im Rucksack hier an der Seite sind auch noch 1,5 Liter Wasser mit Elektrolyten verfeinert. Also das geht mir nicht aus. Ja, und freue mich total auf Kennedy Meadows. Das ist echt krass. Also seit 2015, seit 7 Jahren, habe ich hier den PCT im Kopf. Bis es dann irgendwie so konkret wurde, den laufen zu wollen, verging nicht so viel Zeit. Also das war dann, naja, Anfang 2016 schon. Ja, und Kennedy Meadows, dieser Ort, ist ein Ort. Das ist tatsächlich, ja, war für mich so wie so ein Geisterort oder irgendwie so nicht so surreal einfach. Ja, das gibt es irgendwo, aber so unerreichbar, so weit weg. Und jetzt tatsächlich sind es noch 2-3 Stunden maximal. Unglaublich, dass ich da an diesem Schild stehe. Also wenn mich hier vorher
nicht einen Bär zum Kartenspielen einlädt oder eine Klapperschlange mir in den Fuß beißt, aber das passiert nicht. Ja, dann bin ich in 2,5, 3 Stunden in Kennedy Meadows. Unglaublich. Krass. Ja, das muss ich erstmal verarbeiten. Ja, und hinter mir, also jetzt hier ist noch Wüste, also über diese Berge ging es rüber. Da ganz hinten, da ist ja richtig viel Wüste, 700 Meilen, also knapp 1100 Kilometer von hier bin ich gestartet. Da ist Mexiko und auf der anderen Seite, ich gucke mal gerade, jetzt hier vor mir sieht man schon so die ersten Ausläufer der Sierra Nevada da hinten. Ja, da kommt dann auch relativ schnell nach ein paar Tagen der Mount Whitney. Also bei 800 Meilen oder so, bei Meile 800, irgend sowas in der Richtung. Also aus Kennedy Meadows raus und dann nochmal, ja, vielleicht 4, 5 Tage laufen. 5 Tage laufen, bis es dann auf den Mount Whitney geht. Die höchste Erhebung Nordamerikas außerhalb von Alaska, 4421 Meter hoch. Aber der soll technisch nicht schwierig sein. Das ist auch ein Low Snow Year, also hat in der letzten Saison nicht so viel geschneit wie sonst üblich, also unter Durchschnitt, so dass ich auch darauf verzichte, eine Eisaxt, also einen Eispickel mitzunehmen. Ich denke, da kann ich hochspazieren, das sollte klappen. Ja, und nach dem Mount Whitney kommt dann irgendwann der Forester Pass, also ein Pass, über den damals so die Trekker rüber sind, also um über die Berge oder durch die Berge, über die Berge rüber zu kommen ins gelobte Land nach Kalifornien, da wo das Gold damals war. Ja, über den Forester Pass geht es dann rüber und der liegt so, glaube ich, bei 4100 Meter. Und offiziell ist der Forester Pass der höchste Punkt auf dem PCT, weil der Mount Whitney nicht direkt auf dem PCT liegt. Da muss man einen kleinen Umweg machen, beziehungsweise einen halben Tag oder einen Tag, also einen halben Tag hoch, einen halben Tag runter, dann nochmal zusätzlich drauf geben. Aber das machen wir doch gerne hier. Ja, meine Sonnenbrille ist im Arsch. Da habe ich mich raufgelehnt vor ein paar Tagen. Jetzt bin ich hier ohne Sonnenbrille unterwegs. Hoffe, dass die in Kennedy Meadows welche haben, aber bestimmt. Da gibt es einen Laden, der heißt Triple Crown Outfitters. Da soll es alles geben, was so Hiker brauchen. Und auch Sonnenbrillen. Jo. Ja, ein bisschen eintönig so gerade, aber ganz friedlich. So läuft es hier. Und in 3 Stunden geht es erstmal zum General Store. Ich hoffe, dass meine Pakete da sind. Also ich habe mir 2 Pakete nach Kennedy Meadows geschickt. Einmal mit warmen Klamotten und Microspikes, die man für den Schnee braucht, und mit Proviant. Ich hoffe, dass die da sind. Sonst wird Kennedy Meadows ein teurer Aufenthalt für mich, weil ich mir dann alles das, was ich mir für die Berge hier aufgespart habe, also oder dahin geschickt habe und nicht mitgeschleppt, dann dort kaufen muss. Bin jetzt seit 700 Meilen hier mit der kurzen Hose unterwegs
Auch wenn es mal kalt war. Habe zwar noch so eine dünne Leggings, so eine Laufhose, aber die wärmt ja nicht wirklich. Ja, also lange Hose und eine gute Softshelljacke wartet auf mich in Kennedy Meadows hoffentlich. Das ist also der erste Gang in den General Store, meine Pakete abholen. Und wenn ich die hoffentlich dann unterm Arm habe, Rucksack abstellen, Pakete abstellen und dann gibt es einen Burger und eine Cola und vielleicht ein Bier. Kaltes. Ja, ganz erfrischend. Ja, das ist so mein Plan für heute. Mehr habe ich gerade nicht zu berichten. Ja, ansonsten läuft alles. Im Westen nichts Neues. Tschüss.
both my hands on my hips. Fuck up my truck. Are you okay? Oh yeah, don't. Are you okay? No, I'm okay. No, like one cheek on the seat. 1, 2, 3. Brace ourselves. There is 7. That's right. How's it going, baby? I got your other cheek. Hey, it works. Hey, that's my leg. That's not my leg. Just accept it. That's not 2 pillows. Name that movie. Name that movie. Come on, somebody. I don't know it. I don't Come know on. it. No. Nobody? No. I just showed my age. What is it? What is it? Planes, trains, automobiles. Oh, I haven't Where seen they're that sleeping yet. together. A long time, yeah. Hallo, heute ist Dienstag, der 31. Mai 2222. Bin jetzt hier auf dem PCT in ein Wurmloch geraten und 200 Jahre in die Zukunft gereist. Es sieht immer noch alles aus wie vor 200 Jahren. Nee, also der 31. Mai 2022, kein Wurmloch, aber Kennedy Meadows liegt hinter mir. Der Meilenstein auf dem PCT. Ja, ist ein Meilenstein auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich heute noch ein Zero machen, also einen kompletten Ruhetag und dann morgen am Mittwoch, also erst wieder starten. Aber das hat mich da irgendwie nicht gehalten in Kennedy Meadows. Da gibt es so 2 Punkte, zu denen man hingehen kann, wo es sich als Wanderer lohnt hinzugehen. Das ist einmal der General Store in Kennedy Meadows. Das ist eigentlich das Hauptziel sozusagen, wenn man an Kennedy Meadows denkt. Und 2 Meilen weiter gibt es noch einen, also ist der gleiche Ort, aber diese Lokalität, wie auch immer, nennt sich Grumpy's Bear Retreat. Auch so eine Art Bar, Restaurant, wie auch immer. Da kann man auch duschen, Wäsche waschen, essen. Neben dem Grumpy's Bear Retreat sind
sind die Triple Crown Outfitter, also ein Laden, in dem man so Outdoor-Zeugs bekommt. Also alles, was man hier braucht, wirklich vom Essen angefangen bis hin zu Ausrüstung, Schlafsäcken. Diesen Bärenkanister, den ich hier auf dem Rücken trage, sieht man den wahrscheinlich jetzt, ja. Und auch sehr fancyen Sonnenbrillen. Meine alte ist mir ja kaputt gegangen, beziehungsweise die ist hat sich nicht selbst entschieden kaputt zu gehen, sondern ich habe mich raufgelehnt. Dann ist sie gebrochen, 3 Tage vor Kennedy Meadows. Und jetzt hatte ich Glück, beim Triple Crown Outfitter gab es noch diese wunderschöne Julbo Sonnenbrille. Lass sie mal voll zur Geltung kommen für $100. Ja, das ist für eine Julbo eigentlich ganz okay. Ja, also vorgestern in Kennedy Meadows angekommen. Erst natürlich in dem General Store. Da haben dann 3 Pakete auf mich gewartet. 2 Pakete, von denen ich wusste, die ich mir selbst dahin geschickt habe. Und ein Paket mit einer riesen fetten Salami, die leider geschimmelt ist unterwegs. Also wahrscheinlich oder auch während der Lagerung oder so. Das ist echt schade. Ja, aber gut. Ja, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, über die Salami, auch wenn ich sie nicht essen konnte. Aber das war richtig schön. Ja, da angekommen gestern, die Pakete abgeholt, was getrunken, Burger gegessen. Konnte nicht mal duschen an dem Tag, an dem ich angekommen bin, obwohl ich relativ früh schon in Kennedy Meadows war, im General Store. Habe da erstmal mein Zelt aufgeschlagen. Nee, Quatsch, ich war erst mit so einem Shuttle, also der Grumpy's Bear Retreat. Der fährt alle 2 Stunden ab 8 Uhr morgens. Dann holt der Leute vom General Store ab. Die beiden Läden sind irgendwie so, naja, verfeindet oder die haben irgendwie was zu laufen. So eine Fehde oder so. Auch familiär bedingt wohl, was mir da einer erzählt hat. Naja, so dass sie, ja, die sind da keine Freunde, diese beiden Orte. Ja, bin dann da am Sonntagnachmittag hin, weil der Coach dahin gefahren ist und ich dachte, naja, wenn das Essen dort besser ist, also das Essen dort war auch wirklich besser als im General Store. Wenn das Essen dort besser ist, dann fahre ich da auch hin. Da kann man auch campen for free und Wäsche waschen for free und auch duschen. Das ist ganz gut. Und dann kam ich da am Sonntag an beim Grumpy's Bear Retreat und stehe vor der Tür, unterhalte mich da mit ein paar Leuten, die ich so von vorher noch kannte. Und dann kommt da der Coach aus der Tür gestürmt und meinte, ach, komm, wir müssen hier weg. Wo ist denn der Weg? Ist gar nicht überhaupt hier. Ja, naja, ihm hat es da nicht so gefallen. Ich fand es okay, also die Restauration war, hier geht es im Kreis oder was? Jetzt muss ich mal kurz auf die App gucken. Jetzt geht es wieder zurück oder wie? Das kann ja nicht sein. Okay. Ja. Gut. Ja, also war das dann am Sonntag dort ein kurzer Aufenthalt. Wir sind dann wieder zurückgefahren, habe dann beim General Store mein Zelt aufgeschlagen. Die nehmen für die Paketannahme $6 pro Paket für das Aufbewahren der Pakete. Hatte also 3 Pakete, habe $18 schon bezahlt, gleich als ich abgeholt habe. Habe 20 gegeben. Naja, hätte dort
nichts bezahlen müssen, wenn ich dort gleich gesagt hätte, ich schlafe da. Naja, so der goes the budget sozusagen. Ja, also Sonntag wieder zurück zum Kennedy Meadows General Store mit Coach. Dann da abends ja gegessen, ein Bier getrunken. Die anderen Leute, die da noch an dem Tag dann kamen, angefeuert. Das ist so ein Brauch irgendwie. Man sitzt da draußen auf so einer großen Terrasse und sieht die Leute, die da ankommen. Die sieht man schon ja, von 50 Meter Entfernung ankommen, sich da nähern und dann fangen dann plötzlich alle an zu klatschen und zu grölen, wenn da Leute Kennedy Meadows erreichen, die offenbar vom Trail kommen. Ja, das war so atmosphärisch ganz schön. Ups, wie soll denn hier durchpassen? Ja, das war atmosphärisch ganz schön. Hatte da einen schönen Abend und dachte mir, naja, machst du eigentlich so 2 Zeros, also Montag und Dienstag komplett nichts. Ja, habe dann gestern den Zero genutzt, um meinen Kram zu packen, zu ordnen. Hatte mir die beiden Pakete geschickt mit allen möglichen Essen und auch warme Klamotten, die ich jetzt wohl brauchen werde für die Sierras. Also hinter mir ist noch, naja, sieht es noch ein bisschen wüstenähnlich aus, vor mir die Sierra Nevada, sieht man noch nicht so ganz. Es dauert wohl 1, 2, 3 Tage, bis die sich wirklich so richtig zeigen, also diese Gebirgskette, und bis man auch auf der Höhe ist. Ich weiß gar nicht, das sind jetzt hier 1834 Meter, obwohl es nicht so aussieht. Links von mir ist ein Fluss, da ist also Wasser. Wasser ist jetzt auch nicht mehr das Thema, das ist richtig cool. Habe jetzt in 4 Meilen, glaube ich, kommt die nächste Wasserstelle. Deswegen schleppe ich hier nur so 1 Liter oder sowas mit mir rum. Und dann muss ich mal schauen, wann dann danach die nächste kommt, wie viel Wasser ich dann also für die nächste Etappe brauche. Bin relativ spät los, also das ist jetzt 13:50 Uhr. Habe jetzt 3, irgendwas Kilometer gerade auf der Uhr, also bin gerade frisch losgelaufen. Ja, gestern den Tag genutzt für Ausrüstung. Da war ich nochmal bei dem Grumpy's, also vom General Store, mit diesem Shuttle. Also Shuttle ist ein Pickup einfach, ein großer Pickup. Der nimmt einen dann mit. Wir wollen ja auch Geld verdienen. Da zum Grumpy's Bear Retreat, habe mir da einen Triple Crown Burger gegönnt für $21 und eine Coke. Der war riesig. Daran hatte ich dann den ganzen Nachmittag zu tun, also beziehungsweise mein Magen hatte damit zu tun. Der war das gar nicht mehr gewohnt, mit so viel Nahrung konfrontiert zu werden. Ja, dann das Übliche, was man hier in Kennedy Meadows macht, ist sich bei diesem Triple Crown Outfitter, der direkt neben dem Grumpy's Bear Retreat ist kein Laden, sondern nur so ein Überseekontainer, tatsächlich mit so einem weißen Zeltpavillon davor aufgestellt, und in diesem Überseekontainer ist dann der Laden. Davor ein Schild von wegen, wir lassen hier nur 4 Leute gleichzeitig rein, weil dieser Laden einfach zu klein ist. Für mehr Leute muss man dann also davor warten, bis die 4 oder bis einer von den 4, die da vielleicht drin sind, seinen Einkauf erledigt hat. Dann kann man rein. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Habe mir diesen Bärencontainer, Bärenkanister, wie auch immer, dort ausgeliehen. Also man kann sich die Dinger da ausleihen, wenn man sich das Ding kauft. Kostet ja $90. Habe tatsächlich jetzt auch $90 bezahlt. Allerdings ist der ausgeliehen. Das heißt, ich habe jetzt bin ich bei Meile 702
und muss diesen Bärenkanister jetzt 314 Meilen mit mir rumschleppen. Da muss alles Essen aufbewahrt werden, alle Hygieneartikel, Toilettenartikel, Zahnpasta, also alles, was irgendwie so einen Geruch hat, was so potenziell Bären anlocken kann, muss da aufbewahrt werden. Und zwar bis zum Sonora Pass. Das sind 314 Meilen von Kennedy Meadows. Kann man sich gut ausrechnen. Also wenn man jetzt ungefähr vielleicht 20 Meilen pro Tag macht und noch einen Puffer drauf rechnet, ja, dann werden das jetzt vielleicht so 16, 17 Tage sein, die ich den Bärenkanister hier mit mir rumschleppen darf und in dem ich dann auch das Essen aufbewahren darf. Und ich habe mir so viel Essen nach Kennedy Meadows geschickt von San Diego, dass ich jetzt erstmal für 10 Tage Essen habe. Ja, hinterher ist man immer schlauer, hätte ich gar nicht gebraucht unbedingt, weil es einmal recht schwer ist. Und ich könnte jetzt 2 Tage laufen. Also ich hätte jetzt nur Essen für 2 Tage da rein stopfen müssen, weil dann hätte ich hier vom Trail so eine Seitenroute abgehen können. Die führt zu einem Highway und von diesem Highway kann man nach Lone Pine trampen und dann dort sich mit Essen versorgen. Ist aber Quatsch bei mir, also ich mache das jetzt nicht. Ich hätte mein Essen jetzt auf 2 Tage rationieren können, den Rest wegschmeißen oder in die Hikerbox tun. Ist aber unsinnig. Und dann nach 2 Tagen halt den Rest besorgen. So laufe ich jetzt bis zum Vermont Valley Resort. Ja, das sind 180 Meilen. Also 9 oder 10 Tage. Ich tippe mal auf 10 Tage, dass ich dafür 10 Tage brauche. Mal schauen, wie viel ich heute noch schaffe. Also jetzt ist 14 Uhr. Mal schauen. Ja, jedenfalls habe ich jetzt auch für 10 Tage hoffentlich Essen dabei. Sollte reichen. Habe heute gut gefrühstückt. Also ich glaube 4 oder 5 Pancakes in Kennedy Meadows mit noch so einem amerikanischen Frühstück dazu. Dann genug getrunken. Ich denke, so viel werde ich heute nicht mehr brauchen, sodass es dann ab morgen erst richtig losgeht mit dem Essenverbrauch. Ja, also gestern das Organisatorische erledigt, mich ein bisschen ausgeruht, gut gegessen vor allem, gequatscht mit Leuten, ganz angenehm. 2 Grüppchen oder so, die haben dann da noch gefeiert in Kennedy Meadows, also die haben sich ja ordentlich die Kante gegeben. Auch ganz witzig, also ich habe da nicht mitgemacht, weil ich glaube, wenn man hier zu viel Alkohol konsumiert oder auch Gras, ist das jetzt zumindest für mich nicht so günstig, was so die nächsten Meilen und Tage auf dem Trail angeht. Würde ich doch vermeiden wollen, hier meinem Körper irgendwie Gift zuzuführen, Alkohol, mit dem man dann noch zusätzlich zu tun hat, zusätzlich zur Hitze, der Schlepperei, den Meilen. Das lassen wir mal lieber, dachte ich mir, aber die haben es da gestern richtig krachen lassen. Also, weiß nicht, Teenager, die gerade 20 sind oder Anfang, Mitte 20. Ist ja so, dass man hier in Kennedy Meadows hat man 700 Meilen hinter sich, also 1100 Kilometer. Und tauscht hier so, also viele machen das, tauschen hier so ihr erstes Paar Schuhe aus. Ich habe das auch gemacht, habe mir von San Diego ein neues Paar Schuhe hierher geschickt. Die habe ich jetzt auch an. Ja. So dass man die alten
Schuhe, also da war so eine riesen Hiker-Box, dann in die Box schmeißt für Leute vielleicht, die trotzdem noch Gefallen an den alten Schuhen finden, oder wahrscheinlich werden die auch irgendwann weggeschmissen, einfach wenn die Box überquillt. Ja, was haben die gemacht gestern? Die haben dann natürlich aus ihren alten Schuhen, mit denen sie 700 Meilen oder 1100 Kilometer gelaufen sind, nicht schön Bier getrunken. Ja, naja, kann man machen, war eine kleine Gaudi da, aber ja, witzig. Gibt wahrscheinlich gute Instagram-Stories. Jo, dann gestern Abend relativ spät ins Bett tatsächlich. Ich habe noch bis kurz nach 9, also da war es schon dunkel. Also um 9 ist hier tatsächlich wirklich richtig dunkel. Ab so 8:30 ist schon Sonnenuntergang und dann um 9 ist dunkel. Habe dann also noch bis nach 9 draußen gestanden und Nachrichten von zu Hause beantwortet von allen möglichen Menschen, die mir hier irgendwie folgen. Sprachnachrichten weggeschickt, die heute erst rausgegangen sind, weil das Internet, das Wi-Fi da so miserabel ist in Kennedy Meadows. Hat ewig gedauert. Ja, relativ spät im Bett gewesen. Okay, geschlafen. War jetzt nicht so gut der Schlaf so, aber ja, im Zelt halt. Dann heute Morgen doch relativ früh auch auf dem Bein gewesen. War, glaube ich, schon so gegen 7:30 Uhr in der Schlange zum Frühstück. Bin dann um 8:30 Uhr oder 8:40 Uhr dann dran gewesen. Also dachte auch, wenn man an Kennedy Meadows denkt als PCT-Hiker, dann denkt man, wow, die sind bestimmt super strukturiert, organisiert. Die haben alles, also der General Store, was so die Wanderer brauchen. Ja, aber die haben offensichtlich seitdem die das machen, seitdem die das Business da machen, nichts verändert. Also ich würde sagen, so wie das jetzt ist, war das schon immer. Ja, also dauert alles ein bisschen länger da. Man nimmt die Zeit nicht so eng. Ist ja auch so, umso länger sich die Wanderer da aufhalten, umso mehr Geld wird dort ausgegeben. Und die Saison, die ist ja jetzt auch überschaubar. Jetzt ist gerade Hochsaison in Kennedy Meadows. Die verarzten da pro Tag wohl so 30 bis 60 Hiker. Also die werden da durchgeschleust tatsächlich. Also jeden Tag das Gleiche. Dann kommen im Sommer, im Hochsommer oder gegen September wahrscheinlich, ja sowas. Gegen September kommen nochmal die Southbounder, also die von Kanada starten und nach Süden laufen. Die kommen dann also umgekehrt, nachdem sie 1950 Meilen von Kanada nach Kennedy Meadows gelaufen sind. Dann also auch gut 6 Wochen vor ihrem Ziel in Kennedy Meadows an, was wahrscheinlich so August, September sein wird. Ja, und dann ist die Saison da auch gelaufen. Also da ist nichts, wirklich nichts. Die müssen also in diesen 2 Peaks ihr Geld ran schaffen. Das machen sie auch. Ja, aber das ist okay. Die sind da alle ganz freundlich. Die Atmosphäre im General Store, die ist sehr gut. Ja. Ja, dann heute Morgen gefrühstückt, Akkus aufgeladen, also Handy-Akku, die Powerbank aufgeladen, ja, vor allem einen Rucksack gepackt, noch überlegt, was ich zusätzlich noch brauche. Habe mir da aus dem Store noch ein paar Knorrsuppen und ein paar Rahmen und das, was sie da noch an Oatmeal-Tütchen hatten, gekauft und dann alles in den Bärencontainer. Habe dann erstmal 3 Anläufe gebraucht, irgendwie ein System zu finden, mit dem alles
auf den Rücken geht oder mit dem alles in den Rucksack geht und der Bärenkanister dann noch oben drauf und dann auf dem Rücken. Rucksack gewogen, der war so bei 35 bis 38 Pounds irgendwie. Das sind 17 Kilo. Ja, sowas. Ja, schwer. Ja, aber das zehrt sich ja jetzt von Tag zu Tag auf und glücklicherweise muss auch nicht mehr so viel Wasser mitgeschleppt werden. Muss mal gucken jetzt gleich an der nächsten Wasserstelle, wie das läuft jetzt mit den danach folgenden. Bestenfalls nimmt man hier so, endet das so, dass man immer so 1,5 Liter Wasser dabei hat, weil die nächste Wasserstelle dann schon nach 5, 6, 7 Meilen kommt. Das schafft man mit 1,5 Litern. Ja, und jetzt bin ich hier wieder auf dem Trail, freue mich. Auch gut die Entscheidung, nicht 2 Zeros in Kennedy Meadows gemacht zu haben. Ist zwar ein Meilenstein, aber so ein Highlight oder so auch so viel Komfort bietet dann der Ort doch nicht, dass man sagen könnte, das lohnt sich da wirklich zu bleiben. Da kann man auch körperlich super regenerieren. Die haben alles, Proteinshakes, Massagestühle, keine Ahnung, Fußbäder oder sowas. Ja, war alles nicht. Also von daher dachte ich, komm dann, also mir geht's gut, also körperlich fühle ich mich ganz gut, fit, muss mich an das Gewicht gewöhnen auf dem Rücken. Die Beine sind aber tipptopp in Ordnung, keine Gelenkbeschwerden in Sprunggelenken oder in Knien. Passt alles, neue Schuhe, frische Klamotten, frisch geduscht, ja, was soll ich da länger rumhängen? So bin ich jetzt einen Tag früher unterwegs, das ist auch ganz schön. Ja, so viel jetzt dazu zur Strecke von Campo bis Kennedy Meadows, 702 Meilen. Und jetzt geht es weiter in die Sierra Nevada, wo wieder steile Anstiege warten, schöne Aussichten, viel Wasser, Bären, ein paar Klapperschlangen. Ja, und wer weiß was noch so. Freue mich drauf, aber ja, ist auf jeden Fall schön, das nach Kennedy Meadows geschafft zu haben. Und der Rest, das ist natürlich, also ich habe da nach wie vor großen Respekt davor, vor dem Trail hier. Das ist kein Kindergeburtstag, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ja, gut, das dazu. Bis zum nächsten Mal.